Eine Art und Weise, Trompete zu spielen, und das möchte ich euch heute vorstellen bzw. ans Herz legen. Die kannst du jederzeit zu Hause ausprobieren und es schult deine Feinfühligkeit beim Trompete spielen. Du kennst es bestimmt. Als Trompeter hat man das ein oder andere Signal mal zu spielen. Man möchte über dem Ensemble, über dem Orchester liegen, gibt dementsprechend Lautstärke raus. Und wenn wir viel Lautstärke rausgeben, muss eben unsere Ansatzmuskulatur stark angespannt sein. Jetzt gehen wir mal genau ins Gegenteil. Wir machen eine Übeeinheit, 20-25 Minuten. Und die gestalten wir nicht laut oder noch lauter, forte fortissimo, sondern bewegen uns im Piano- und Mezzo-Piano-Bereich. Wieso das Ganze? Wie schon gesagt, als Trompeter spielt man gerne mal etwas forcierter und da muss man eben aufpassen, dass man nicht immer nur auf die gleiche Art und Weise dann Trompete spielt, sondern dass man sich eben auch wieder sensibilisiert, weich macht. Und das kann man wunderbar, indem man zum Beispiel leise spielt. Piano, Mezzo-Piano, wie gesagt. Und jetzt ist es eben so, dass natürlich uns der Luftdruck, der nach oben in der Höhe zum Beispiel zunehmen würde, in der Höhe ja nicht unterstützt. Was machen wir also? Mehr Arbeit mit unserem Ansatz, mit unserer Ansatzmuskulatur. Und hier fühlst du, vor allem dann, wenn du leise spielst, was hier eben passiert. Wie fühlt sich's an? An den Lippen, an der Muskulatur. Was mache ich im Mund? Wie fließt meine Luft nach außen? Bin ich verkrampft oder bin ich richtig locker und kann auch den einen oder anderen Spitzenton erreichen und dann eben wieder nach unten gehen? Zum Beispiel anhand von der chromatischen Tonleiter, die ich eben laufen oder fließen lasse. Und da ist es eben wichtig, und das sollten wir nie vergessen, dass wir uns wieder hier sensibilisieren, weich machen, reinfühlen. Was passiert denn da mit unserem Ansatz eigentlich? Und dann kannst du eben solche Sachen spielen, wie zum Beispiel auch Naturtonbindung kannst du auf diese Art und Weise wunderbar trainieren, weil du eben hier viel arbeitest. Und du kannst vor allem gut nachvollziehen, was machst du denn von dem einen zum nächsten Ton. Machst du es mit viel Luft, dann ist meistens diese Kraft die stärkste. Und du machst eben mehr, wenn es eben nach oben geht und wenn es nach unten geht, eben weniger. Aber die feine Arbeit, die geleistet wird, eben von unserem Ansatz bzw. die Kombination aus Luft, Muskulatur, Zunge etc. pp., die kann man immer wieder von einer neuen Seite beleuchten und eben kleine Facetten, wie zum Beispiel jetzt die Arbeit der Muskulatur, herauspicken und dann zum Beispiel mal reinfühlen, ja, was passiert denn da eigentlich? Wenn du das dann kannst, und man muss sich ein bisschen drauf einlassen, dann kannst du auch mal fühlen, wie arbeitet denn eigentlich meine Zunge mit? Wie viel Luft brauche ich denn überhaupt, dass ich Ton XY, meistens C oder D erreiche? Das ist gar nicht so viel. Ich kann das Ganze auch im Piano, Mezzo-Piano spielen. Das heißt, ich arbeite hier viel, die Luft macht etwas weniger. Natürlich pendelt sich das dann wieder ein auf Mezzo forte forte. Das kann man natürlich dann auch machen, wenn man im Orchester, im Ensemble spielt. Überhaupt kein Problem. Aber vergiss nie, dich zu sensibilisieren und auch mal leise Übeeinheiten einzubauen. Luft fließen lassen, genau hineinfühlen, was passiert mit deinem Körper, während du eben Trompete spielst. Ganz interessant, probier es mal aus und schreibe deine Erfahrung damit in die Kommentare. Ansonsten lass gerne am Ende noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.